if we do it right, we could prevent 85 to 90% of all the hormone-induced breast cancer. Wenn wir es richtig machen würden, dann verhindern wir 85 bis 90% von den durch Hormonersatztherapie induzierten Brustkrebs. We could reduce the environmental and other estrogen-induced breast cancer by at least 60%. Und wir könnten den umweltbedingten und durch Xenoöstrogene bedingten Brustkrebs um mindestens 60% reduzieren. And we could greatly reduce the heart disease, the stroke, and a wide variety of other diseases just from using the hormones right. Und wir könnten auch sehr stark reduzieren die Risiken für Herzerkrankungen, für Schlaganfall und für viele andere Gesundheitsrisiken, die entstehen aufgrund von unkorrekter Hormonbehandlung. When these new studies came out showing the high risk of breast cancer, strokes, and heart attacks, my friends who I've known for over 10 years who are still in practice, one by one they called me and they said, John, I have 3,500 women using this for 10 years and we have no breast cancer, no strokes, no heart attacks. Und die Kollegen von mir nach Veröffentlichen dieser Studie über vermehrte Herzkrankheiten, vermehrtes Krebsrisiko und so weiter und so fort, die fingen also an, alle die Frauen mit natürlichem Progesteron zu behandeln und sagen, dass bei den 35.000 oder 3,500 bei den 3.500 Frauen, die sie behandelt haben, kein Krebs mehr aufgetreten ist. So we know it is possible. Next one. Also sehen wir, dass es möglich ist. Now, how does it do it? There are two hormones that are most common, and all people have these two, not hormones, genes, these two genes. One is called BCL2 and the other P53. Jetzt, wie ist das möglich? Hier gibt es zwei Gene, die eine Rolle spielen. Das ist das BCL2 und das P53. And studies show that estrogen turns on BCL2, which tells the cells to multiply and become cancer cells. Und Studien beweisen, dass Östrogen unterstützt das BCL2 und das wiederum sorgt dafür, dass Zellen sich im Körper zu schnell vermehren. And progesterone turns on P53, which stops BCL2. Und das Progesteron wiederum unterstützt das P53 und das hat die Aufgabe, den Zellwachstum zu stoppen. Yeah. The others will come in the next slides. This shows Dr. Cavalieri, studies he's been doing for 25 years. He's the cancer specialist at the University of Nebraska. And he shows that estrogen, like estradiol and estrone, when they're in the liver, the P450 system adds this OH and it becomes 4-catechol estrogen. Then if everything is good, it gets methylated, that's a methyl group, and that is perfectly safe. This is the safe way, no cancer. Und hier ist also eine Studie, die zeigt, Östradiol wiederum wird umgewandelt in Östron und das in das 4-Katechon-Östrogen und daraus entsteht dieses Methylkatechol. Und das wird sicher ausgeschieden. If, on the other hand, they still are eating trans fatty acids, then this gets put on to the molecule, and it's called quinone, 3,4-quinone. Wenn auf der anderen Seite diese Transfettsäuren zugeführt werden und im Körper vorhanden sind, dann geschieht ein anderer Prozess, ein anderer Metabolismus, nämlich es entsteht dieses Östrogen 3,4-Quinon. And if the person learns how to eat sulfated amino acids like creatinine and methionine, and those are the proteins that you want, that can block it and still you'll be all right. Wenn jetzt jemand dann sulfierte Aminosäuren zuführt, wie zum Beispiel Methionin, das zweite, was war das zweite? What was the first one you said? Methionine, creatinine, Carotinin,
dann wird dieser Prozess aufgehalten. Right. But if you don't do that, then it attacks the DNA, creates a mutation, and leads directly to cancer. Aber wenn man das nicht tut, dann attackiert es greift es die DNA an und das führt zu einer Genmutation und das führt zu Krebs. So Dr. Cavalieri has showed that the bad things happen because people don't know how to eat. They eat the wrong thing and it ends up, your own estrogen causes your own cancer. Estriol does not fit in here, does not cause cancer. Estriol is a special estrogen that's good for vaginal dryness. Und Dr. Cavalieri hat also gefunden, dass bei falscher Ernährung Östradiol diesen krebserzeugenden Stoffwechselvorgang im Körper hervorrufen kann. Östriol davon ist nicht betroffen und Östriol hat schützende Wirkung im Körper. In the last 3 years, Dr. Cavalieri has identified the diets that people should eat or the supplements in nutrition which will keep it going this way and always be safe. And it's all written up, and usually it gets published by the Proceedings of the National Academy of Science, and this time they won't publish it. Und Dr. Cavalieri hat also dann auch zusammengestellt, welche Ernährung die richtige ist, um halt diesen Weg, um den linken Stoffwechselvorgang zu unterstützen und welche Nahrungsergänzungsmittel gegebenenfalls genommen werden sollten. Und bisher wurde das veröffentlicht in diesem wissenschaftlichen Magazin hier, aber in diesem Jahr wollte man es nicht mehr veröffentlichen. So he called the National Academy of Science and said, "Warum?" Hat also dann die Nationale Wissenschaftsakademie in den USA angerufen und gefragt, warum. And they said, "We always published your other studies because we thought you were going to find a way for doctors to treat cancer, but instead you found a way to prevent it." Und die Antwort war ja, früher haben wir Ihre Studien hier veröffentlicht, weil wir dachten, irgendwann werden Sie dann eine Therapie finden, die Ärzte den Patienten verschreiben können. Aber bei Ihnen ist es ja so, Sie entwickeln ja gar keine Therapie, sondern ermutigen, dass man selber Verantwortung übernimmt. What would the cancer establishment do if you prevented all the cancer? Sie schützen also vor Krebs. Und was würde denn das Establishment der Medizin tun, wenn es keinen Krebs mehr gibt? So we are working to try to find a way to get his information out. Wir arbeiten also daran, einen Weg zu finden, dass seine Erforschungen publiziert werden können. Next slide, please. This is a different picture this one is by Dr. Zava, more dramatic. Estradiol, estrone becomes 4 catechol estrogens, methylated. Okay, if it goes this way, and then all around you get cancer. Same thing as the other one, but more dramatic. Hier noch eine Studie von Dr. Szabo in eine ähnliche Richtung. Aus Östradiol entsteht dieses 4-Katechon Östrogen und wenn es dann zu methylierten Östrogen umgewandelt wird, ist es richtig so. Wenn es den anderen Weg geht, in das 4-Kinon-Östrogen umgewandelt wird, dann geht der Weg, der Krebs hervorrufen kann. Next one. And he presented this in 1998 at the National Cancer Institute Symposium in March, 5 years ago. They had 26 cancer specialty clinics from around the world come to present their research about estrogen, or one of its metabolites, is the cause of breast and prostate cancer. And all 26 had found ways that estrogen caused these cancers. Und das wurde also veröffentlicht in dem Nationalen Krebsinstitut oder darüber referiert in dem Symposium im März 1998 und 26 anerkannte krebswissenschaftliche Zentren haben also bewiesen, dargestellt, dass Östrogen oder Metaboliten von Östrogen Brustkrebs hervorrufen können. And Dr. Cavalieri was the main speaker. Und Dr. Cavalieri war der Hauptsprecher gewesen. He invited me to come to the symposium, but I couldn't because of other commitments.